Natürlich kann man die Pelmenis auch mit einer scharfen Soße essen. Sie können auch sie mit dem Ketchup essen oder Texikaner Salsa. Das ist Ihnen überlassen. So, heute mache ich mal Pelmeni und zeige Ihnen, wie das geht. Dazu brauchen wir erstmal Hackfleisch. Heute habe ich Schweinehackfleisch. Man kann auch gemischt nehmen. Ein Ei, 2, 3 mittlere Zwiebeln, Pfeffer, schwarzer Paprika, Mehl und Salz. So. Zuerst schälen wir die Zwiebeln. Jetzt haben wir die Zwiebeln geschält. Jetzt schneide ich sie. Am besten ein bisschen feiner. Ich nehme noch eine. So. Da ich nicht so viel Hackfleisch habe, reichen auch 2. So, nächster Schritt. Sie können auch eine Knoblauchzehe reintun. Man braucht sie aber nicht ganz. Es reicht, wenn Sie die Hälfte tun. Das ist aber nur, wenn jemand mag. Ganz fein schneiden. So, jetzt habe ich die halbe Zehe schön fein geschnitten. Tue ich sie dazu. So, jetzt würzen wir. Salz. So. Schwarzer Pfeffer. Paprika. Scharf. Und dann mischen wir das alles schön durch. So, habe jetzt schön durchgemischt. So. Es soll mindestens 15 Minuten stehen. Das muss mindestens 15 Minuten stehen, damit die Zwiebeln und die Gewürze sich schön einmischen. Und so, ich stelle das jetzt weg zur Seite. So, jetzt wasche ich erstmal meine Hände. So, jetzt machen wir den Teig dazu. Dazu brauchen wir Mehl. Ein ganz normales Typ 54 habe ich hier. So, für das Hackfleisch, was ich jetzt habe, reicht diese Menge halber. Salz, eine schöne Prise.
ein Ei. Lauwarmes Wasser am besten. Tun Sie das Ei ein bisschen vermischen. Ihr könnt das Ei ein bisschen vermischen. So, Wasser dazu. Zuerst nicht so viel. Immer nach und nach. So, jetzt probiert erstmal den Teig zusammen zu kneten. Der Teig soll nicht so fest sein. Deswegen tut nicht so viel Wasser erstmal. Der soll auch nicht so weich sein. Wenn ihr spürt, dass Sie zu viel Wasser reingetan haben, könnt ihr ein bisschen Mehl dazu und dann klappt es. So, jetzt tue ich den Teig mal aus der Tafel raus. Nehme ich ein bisschen Mehl dazu. Man muss den Teig schön durchkneten. Das muss schön geschmeidig sein. Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit. So, er ist schon soweit fertig. Noch ein bisschen. So ungefähr muss der Teig sein. Jetzt mache ich ein bisschen mit Mehl bestäuben. Und er soll auch ruhen. So ungefähr eine gute halbe Stunde reicht, damit er sich schön weich wird. Ich decke den Teig jetzt zu und der soll ruhen. Wenn Sie Zeit haben, halbe Stunde wäre schön, wenn nicht, dann können Sie auch in 10-15 Minuten. Aber ich lasse ihn lieber ein bisschen stehen. So, ich denke, der Teig ist schon weich genug. Ich mache jetzt weiter. So tue ich ein bisschen so noch ausrollen. Mache 3 Kugeln davon. Tue sie ein bisschen wieder durchkneten. Und setze sie zurück erstmal. Wir müssen einfach so mit der Faust drücken. So. Stellen wir ein bisschen Mehl. Und lassen wir es so. Säubern. So, nächster Schritt. Jetzt nehmen wir eine Kugel. Drücken Sie ein bisschen sie, damit es besser für Sie ausrollen ist. Nehmen Sie Mehl und bestäuben Sie wieder. Vergiss nicht immer mit Mehl zu bestäuben, damit es auch nicht klebt.
ist es auch leichter auszurollen. Nehmen Sie das Nudelholz und rollen Sie. Man braucht ein bisschen Kraft dazu. Drehen Sie es um. Je länger Sie den Teig liegen lassen, desto besser ist es, ihn auszurollen. Ich habe heute ein bisschen nicht so lange gebraucht. So. Bald ist das soweit. Ich soll drehen Sie immer es um, damit es auch von jeder Seite gleichmäßig ausgerollt wird. So, ungefähr so muss der Teig sein. So. So, als nächstes machen wir das jetzt ausstechen. Also ich mache es mit so einem Glas, egal, nehmen Sie, was Sie da zu Hause finden. Ich nehme das hier und steche sie einfach aus. Aber ihr könnt auch, irgendeine Maschine gibt es im Internet, glaube ich. Man kann sie mit der Maschine machen, aber ich finde immer noch handgemacht, es sieht immer noch besser aus und es schmeckt, glaube ich, auch besser. Also, ich steche das jetzt aus. So. Ich habe jetzt ein bisschen übrig von dem Teig, den schmeißen Sie aber nicht weg. Tun Sie ihn erstmal so ein bisschen so zusammen. Danach, wenn bei euch noch übrig bleibt Hackfleisch, könnt ihr das auch ausrollen. Falls aber nicht, friere es das ein und benutze ich das für beim nächsten Mal. Weil übrig bleibt immer ein bisschen Teig, man kann nicht so richtig abschätzen. So. Jetzt nehmen wir eine Gabel. So. Ich drehe sie jetzt um, damit sie besser kleben. So. Dann nehme ich ein bisschen von dem Hackfleisch, lege sie rein. Nehmen Sie sich am besten so ein Frühstücksbrett oder Sie können auch was anderes nehmen, egal was. Bestimmen Sie es mit dem Mehl, und damit Sie die Pельmenis drauflegen. Ein bisschen mit Platz machen. Jetzt nehme ich eine. Hier sehen Sie, machen Sie sie zukleben, ganz schön.
damit es auch dicht ist. So muss es erstmal. So. Und dann nehmen Sie die beiden Enden und kleben sie zusammen. So. Ich zeige es nochmal. So, sehen Sie. So. So. Und dann von beiden Enden zusammen. Und so weiter. Natürlich braucht bei Pельменис ein bisschen Zeit. Nehmt euch ein bisschen Zeit, weil es ist einfach, nur braucht ein bisschen Zeit. Jetzt nehme ich hier so einen Topf, füllen Sie es bis zur Hälfte mit Wasser. Machen Sie an. Und es muss erstmal kochen. So, das Wasser kocht jetzt. Also ganz wichtig, das Wasser muss richtig kochen. Jetzt nehme ich die Pельменис und schmeiße ich sie rein. Ups. So. Nehmen Sie so einen Löffel und rühren Sie es um, damit sie auch nicht zusammenkleben. So. Ich salze es. So schöne 2 Prisen. Nochmal umrühren. Und jetzt warten wir. Wenn die Pельменис oben schwimmen, dann sind sie fertig. So ungefähr 3-4 Minuten müssen sie kochen. Ich mache den Topf zu, dann sind sie auch schneller fertig. Wenn der Deckel auf ist, dann kocht es nicht so schnell. Immer dabei bleiben. So, sie fangen an schon zu kochen. Jetzt mache ich ein bisschen weniger. Rühre noch ein bisschen um. So, sie schwimmen schon, aber warten Sie noch. Sie sollen ein bisschen köcheln.
So, ich denke, sie sind fertig. Sie können den ausmachen. Ich nehme mir so einen Schöpflöffel. Und in so einen Teller, egal was Sie da finden zu Hause. Man kann die Pelmenis auch viel kleiner machen, aber ich finde, das dauert noch lange. Noch länger. So. Ich stelle den Topf jetzt weg. So. So sehen die fertige Pelmenis aus. So, jetzt verfeinern sie ein bisschen. Ich nehme dazu einen Schmand, 30 oder Crème Fraiche, 30%. Es ist Ihnen überlassen, was Sie da nehmen. Sie können auch Schmand nehmen. Ich mache es ein bisschen so verquirlen, damit es ein bisschen geschmeidiger ist. So. Ein Klacks drauf. Das ist Geschmackssache. Man kann auch ohne. Ein bisschen schwarzer Pfeffer drauf. Dill kann man machen, braucht man aber nicht. So. Guten Appetit! Natürlich kann man die Pelmenis auch mit einer scharfen Soße essen. Sie können auch sie mit dem Ketchup essen oder Texikaner Salsa. Das ist Ihnen überlassen.